Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute betrachten wir das Visum, welches unter anderem deutsche Reisende in Kuba benötigen. Die Touristenkarte. Vorher aber noch eine Bitte meinerseits. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt nachholen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich werde dir ewig dankbar sein. Dann starten wir jetzt mit dem Thema direkt nach dem Intro. Zunächst einmal, was ist eine Touristenkarte? Die Touristenkarte ist ein vereinfachtes Visum für Urlauber in Kuba. Heute betrachten wir speziell den deutschsprachigen Raum Dach, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine Touristenkarte erlaubt dir einen Aufenthalt von 30 Tagen in Kuba. Das gilt im Übrigen auch für Babys und Kleinkinder. Dieser Aufenthalt kann zweimal verlängert werden, sodass man auf maximal 90 Tage kommt. Für eine Verlängerung muss man sich vor Ort an die Immigrationsbehörde wenden. Je nachdem, wo du dich in Kuba aufhalten solltest, empfehle ich bei Google Maps Oficina de Inmigración zu suchen. In jeder größeren Stadt sollte ein Büro zu finden sein. Eine Verlängerung kostet aktuell 625 Peso. Wo bekomme ich eine Touristenkarte und was kostet sie? Die Touristenkarte erhältst du über mehrere Wege. Erstens für 22 € über das kubanische Konsulat. Jeder, der bereits Erfahrung mit dem kubanischen Konsulat gemacht hat, weiß, dass es eventuell bessere Möglichkeiten gibt. Es ist aufwendig, extra zum Konsulat zu fahren oder auch das Verfahren per Post zu nutzen. Wer die Touristenkarte aber dennoch über das kubanische Konsulat erwerben möchte, ich schreibe die Kontaktdaten der Konsulare in Berlin, Bonn, Wien und Bern in die Infobox zum Video. Zweite Möglichkeit, also eine weitere Möglichkeit in dem Sinne ist der Erwerb einer Touristenkarte am Flughafen oder über spezielle Reisebüros. Hier sollte man sich aber vorab informieren, ob noch Touristenkarten verfügbar sind. Hier schwanken die Preise zwischen 24 und 35 €. Drittens, die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit ist es, die Touristenkarte übers Internet zu kaufen. Ein hierfür ist zum Beispiel Kuba Buddy. Hier kostet das Visum 23,90 plus 90 Cent Versand innerhalb Deutschlands. Außerdem gibt es einen Ausfüllservice, den man extra buchen kann, und ab 10 Touristenkarten kostet diese auch nur noch 21,50 pro Stück. Ja, bist du kein Urlauber, sondern Geschäftsreisender, Journalist, Austauschstudent oder Ehepartner bzw. Elternteil einer in Kuba lebenden Person, dann brauchst du eine spezielle Visa und musst dich an das kubanische Konsulat wenden. Im letzten Beispiel, also Ehepartner oder Elternteil einer in Kuba lebenden Person, kann man auch mit der Touristenkarte einreisen und wieder ausreisen. Sollte man jedoch zum Beispiel länger in Kuba verweilen wollen, so ist es eventuell sinnvoll, ein Familienvisum zu beantragen. Das geht auch noch vor Ort in Kuba bei der Immigrationsbehörde. Worauf muss ich bei dem Ausfüllen der Touristenkarte achten? Du musst sauber und leserlich schreiben. Korrekturen führen zu Ungültigkeit der Touristenkarte. Übertrage die Schreibweise, wie sie im Reisepass steht. Einzutragende Daten sind der Name, Vorname, das Geburtsdatum, die Reisepassnummer und die Staatsangehörigkeit. Was passiert, wenn du die Touristenkarte verloren hast? Da musst du dir keine Sorgen machen, wende dich hierzu einfach an die Immigrationsbehörde oder wenn du Pauschalreisender bist, an die Reiseleitung. Du musst dann eine neue Touristenkarte erwerben. Ja, hast du noch Fragen zur Touristenkarte oder weitere Infos, dann schreibe sie doch unten in die Kommentare. Das soll es auch schon wieder sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben hier und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, bis dahin, saludos, ciao.